Lektion 1: Gespräche steuern. Um den Kerl durchzulassen, müssen Sie höflich und geduldig sein. Ich verstehe. Manchmal ist es schwierig, sich in überfüllten Räumen zurechtzufinden. Ja, besonders wenn die Leute in Eile sind, kann es chaotisch werden. Auf jeden Fall. Ich versuche, meine Umgebung im Auge zu behalten, um Unfälle zu vermeiden. Das ist eine tolle Strategie. Sie trägt dazu bei, einen reibungslosen Ablauf in stark frequentierten Bereichen aufrechtzuerhalten. Ich glaube, dass es in solchen Situationen einen großen Unterschied macht, rücksichtsvoll zu sein. Ja, es geht darum, einander zu respektieren und eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. Ich stimme voll und ganz zu. Lasst uns diese guten Gewohnheiten weiter pflegen. Gemeinsam können wir jede Situation besser bewältigen. Lektion 2: Schätze entdecken. Meine Großmutter holte ein Messer und öffnete den Riegel, die Truhe war voller Schätze aller Artikel. Das klingt faszinierend. Versteckte Gegenstände zu entdecken kann so aufregend sein. Absolut. Es ist, als würde man eine Zeitkapsel voller Erinnerungen öffnen. Ich kann mir die Geschichten hinter diesen Schätzen nur vorstellen. Ja, jeder Gegenstand hat wahrscheinlich eine besondere Bedeutung oder Geschichte. Ich finde es toll, wie solche Entdeckungen uns mit unserer Vergangenheit verbinden können. Lassen Sie uns erkunden, welche Schätze wir in unseren eigenen Familien finden könnten. Das klingt nach einer lustigen Idee. Daraus könnten einige faszinierende Geschichten entstehen. Ich bin gespannt, was wir gemeinsam entdecken können. Lektion 3: Dauerhafte Liebe. Sie helfen anderen Menschen und sie helfen einander, sie sind seit über 50 Jahren verheiratet. Das ist unglaublich. Eine so langjährige Partnerschaft ist wirklich inspirierend. Ja, und es zeigt, wie Liebe durch gegenseitige Unterstützung gedeihen kann. Absolut. Es ist schön zu sehen, wie sehr sie sich füreinander einsetzen. Ich bewundere, wie sie gemeinsam die Herausforderungen des Lebens meistern. Ja, ihre Teamarbeit ist ein großartiges Beispiel für andere. Ich hoffe, dass mir diese Art dauerhafter Liebe in meinem Leben begegnet. Ich auch. Es ist ein Beweis für die Macht der Kameradschaft. Feiern wir ihre Liebe und lernen wir aus ihren Erfahrungen. Lektion 4: Historischer Kontext. In den Kolonien Nordamerikas begann eine Unzufriedenheit mit ihrer Regierung zu herrschen. Ja, sie waren frustriert, weil sie im englischen Parlament nicht vertreten waren. Genau. Dieser Mangel an Repräsentation schürte ihren Wunsch nach Unabhängigkeit. Es ist interessant, wie diese Gefühle zu bedeutenden historischen Ereignissen führten. Ja, es löste Bewegungen aus, die letztlich den Lauf der Geschichte veränderten. Ich bin davon überzeugt, dass das Verständnis dieses Kontexts für das Verständnis moderner Regierungsführung von entscheidender Bedeutung ist. Auf jeden Fall. Lassen Sie uns mehr über die Ereignisse dieser Zeit erfahren. Tolle Idee. Es ist faszinierend zu sehen, wie die Geschichte unsere Gegenwart prägt. Ich freue mich auf das gemeinsame Lernen. Lektion 5: Markensichtbarkeit. Das ist eine tolle Idee für mehr Markensichtbarkeit. Wie hoch ist das Budget für diese Kampagne? Ich denke, wir sollten genug Geld bereitstellen, um eine spürbare Wirkung zu erzielen, dabei aber realistisch bleiben. Absolut. Es ist entscheidend, unsere Ziele mit den uns zur Verfügung stehenden Ressourcen in Einklang zu bringen.
Ja, mit einem gut geplanten Budget können wir unsere Reichweite effektiv maximieren. Ich stimme zu. Lassen Sie uns unsere wichtigsten Ziele skizzieren und sehen, wie viel wir ausgeben müssen. Tolle Idee. Die Konzentration auf unsere Zielgruppe hilft uns auch, Ressourcen sinnvoll einzusetzen. Gemeinsam können wir eine Kampagne erstellen, die wirklich heraussticht. Ich bin gespannt, wie sich unsere Ideen zum Erfolg umsetzen lassen. Ich bin davon überzeugt, dass wir mit der richtigen Strategie bemerkenswerte Ergebnisse erzielen können. Lektion 6. Ein Smartphone auswählen. Ich denke, dass das Smartphone aufgrund seiner Mobilität und Kamera besser zu mir passt. Das macht Sinn. Eine gute Kamera kann Ihre Fotografie unterwegs deutlich verbessern. Genau. Ich liebe es, spontane Momente festzuhalten, und mit einem Smartphone ist das ganz einfach. Ja, außerdem lässt es sich im Vergleich zu einer sperrigen Kamera bequem herumtragen. Ich genieße die Vielseitigkeit, alles in einem Gerät zu haben. Absolut. Es macht das Leben so viel einfacher, besonders auf Reisen. Vergleichen wir einige Modelle und sehen wir, welches für uns die besten Funktionen hat. Super Idee. Ich bin gespannt, welche Möglichkeiten es gibt. Ich freue mich darauf, ein Upgrade durchzuführen und alle Möglichkeiten zu erkunden. Lektion 7. Berufserfahrung. Wie lange haben Sie dort gearbeitet? Ich habe dort 6 Monate lang gearbeitet und es war eine ziemliche Erfahrung. Das ist eine gute Zeitspanne. Was hat Ihnen daran am meisten Spaß gemacht? Ich liebte das schnelllebige Umfeld und die Möglichkeit, neue Fähigkeiten zu erlernen. Das klingt lohnend. Es ist immer von Vorteil, praktische Erfahrungen zu sammeln. Ja, ich habe auch einige tolle Kontakte zu meinen Kollegen geknüpft. Die Vernetzung ist so wichtig, diese Beziehungen können zu zukünftigen Möglichkeiten führen. Absolut. Ich habe das Gefühl, dass ich in dieser Zeit sowohl persönlich als auch beruflich gewachsen bin. Lassen Sie uns mehr über Ihre Erfahrungen sprechen. Ich würde gerne alles darüber hören. Lektion 8. Reisepläne. Es ist ein B123 nach London. Ich entschuldige mich für die Unannehmlichkeiten, der Flug hat Verspätung. Oh, das ist schade. Wie lange müssen wir warten? Leider sieht es so aus, als ob wir mindestens eine Stunde Verspätung haben werden. Das ist echt schade. Aber immerhin kommen wir ja noch irgendwann ans Ziel. Genau. Ich denke, wir sollten uns einen Platz zum Entspannen suchen, während wir warten. Gute Idee. Vielleicht können wir auch etwas essen gehen. Ja, das wird uns helfen, die Zeit zu vertreiben und unsere Stimmung aufrechtzuerhalten. Lasst uns das Beste aus dieser Situation machen und unsere Zeit hier genießen. Auf jeden Fall. Ich freue mich auf unser Abenteuer in London. Lektion 9. Arbeitsrechte. Der Druck seitens derjenigen, die in Männersportprogramme investieren, ist erheblich. Ja, es beeinflusst die Ausgestaltung der Politik hinsichtlich Finanzierung und Ressourcen. Es ist interessant zu sehen, welche Rolle die größeren Bildungseinrichtungen dabei spielen. Auf jeden Fall. Ihr Einfluss kann auch die Zukunft des Frauensports beeinflussen. Ich glaube, dass es wichtig ist, sich in allen Sportprogrammen für Gleichberechtigung einzusetzen.
Ja, jeder sollte die Möglichkeit haben, teilzunehmen und erfolgreich zu sein. Lassen Sie uns darüber diskutieren, wie wir Initiativen unterstützen können, die Fairness fördern. Tolle Idee. Gemeinsam können wir in der Sportgemeinschaft etwas bewegen. Ich freue mich, zu positiven Veränderungen beizutragen. Lektion 10: Vielfalt annehmen. Ich schätze die einzigartigen Hintergründe der anderen und lerne daraus, genau. Die Akzeptanz kultureller Vielfalt bereichert unsere Erfahrungen und Perspektiven. Absolut. Es hilft uns, unterschiedliche Sichtweisen und Traditionen zu verstehen. Ja, und es fördert das Gemeinschaftsgefühl und die Akzeptanz unter den Menschen. Ich glaube, dass das Teilen unserer Geschichten tiefere Verbindungen schaffen kann. Genau. Lasst uns weiterhin unsere Unterschiede feiern und gleichzeitig Gemeinsamkeiten finden. Gemeinsam können wir ein integratives Umfeld für alle schaffen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Ihnen mehr über verschiedene Kulturen zu lernen. Ich auch. Es wird eine lohnende Reise. Lektion 11: Saisonale Veränderungen. Ja, der Wechsel der Jahreszeiten ist so schön. Der Herbst ist endlich da und die Blätter verfärben sich. Ich liebe es, wie die Farben die Landschaft in etwas Magisches verwandeln. Absolut. Es ist die perfekte Zeit für Outdoor-Aktivitäten wie Wandern und Blättergucken. Ja, die frische Luft und das leuchtende Laub machen es so angenehm. Planen wir einen Ausflug in einen nahegelegenen Park, um die ganze Schönheit des Herbstes zu genießen. Das klingt wunderbar. Ich kann es kaum erwarten, Fotos von der Landschaft zu machen. Ich auch. Es ist eine tolle Möglichkeit, gemeinsam die Natur zu genießen. Ja, und wir können ein paar warme Getränke mitbringen, die wir dort genießen können. Ich freue mich auf unser Herbstabenteuer. Lektion 12: Unseren Fall präsentieren. Wenn wir etwas bewirken wollen, müssen wir unseren Standpunkt wirkungsvoll darlegen. Absolut. Die Konzentration auf greifbare Ergebnisse wird unsere Argumentation deutlich stärken. Ja, es ist wichtig, unsere Behauptungen mit soliden Beweisen und Beispielen zu untermauern. Ich stimme zu. Klare Kommunikation hilft uns, unser Publikum besser zu erreichen. Lassen Sie uns auch die Vorteile unseres Vorschlags hervorheben, um ihn überzeugender zu machen. Tolle Idee. Die positiven Ergebnisse hervorzuheben, wird unsere Zuhörer fesseln. Gemeinsam können wir eine überzeugende Präsentation erstellen, die Anklang findet. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und darauf, unsere Ideen zum Leben zu erwecken. Ja, lasst uns diese Präsentation unvergesslich machen. Lektion 13: Immobilienexploration. Ja, ich habe mir einige Immobilien-Websites angesehen. Es gibt ziemlich viele Optionen. Das ist großartig. Es ist immer spannend, potenzielle neue Wohnorte zu erkunden. Auf jeden Fall. Ich suche etwas, das meinen Bedürfnissen und meinem Budget entspricht. Ich verstehe. Es ist wichtig, einen Ort zu finden, an dem man sich wie zu Hause fühlt. Ja, und ich möchte sicherstellen, dass es eine gute Lage mit Zugang zu Annehmlichkeiten hat. Das ist ein kluger Ansatz. Wie läuft die Suche bisher? Ich habe ein paar vielversprechende Angebote gefunden, die ich mir unbedingt ansehen möchte. Das klingt ermutigend. Lass uns einen Tag planen, um gemeinsam einige dieser Orte zu besuchen.
Das würde mir sehr gefallen. Es ist immer schön, bei der Haussuche Gesellschaft zu haben. Lektion 14. Die Wendungen des Lebens. Das Leben verläuft nicht immer so, wie wir es geplant haben, aber es hat seine Wendungen. Absolut. Diese unerwarteten Momente können zu bedeutsamen Erlebnissen führen. Ja, es ist faszinierend, wie Herausforderungen oft Wachstum und Widerstandsfähigkeit mit sich bringen. Ich stimme voll und ganz zu. Es kommt darauf an, wie wir uns an diese Veränderungen anpassen. Lassen Sie uns die Unvorhersehbarkeit annehmen und sehen, wohin sie uns führt. Das klingt nach einer großartigen Einstellung. Ich bin bereit für alles, was als nächstes kommt. Gemeinsam können wir den Lebensweg meistern und uns gegenseitig unterstützen. Ja, ich freue mich darauf, mit Ihnen neue Abenteuer zu erleben. Ich auch. Lasst uns jeden Moment optimal nutzen. Lektion 15. Dessertideen. Ich dachte, wir sollten ein paar leckere Desserts für die Party zubereiten. Das ist eine tolle Idee. Wir können unsere Freunde sogar bitten, ein bestimmtes Gericht aus ihrer jeweiligen Kultur mitzubringen. Ja, auf diese Weise können wir eine wunderbare Vielfalt an Aromen und Texturen erreichen. Genau. Das macht den Desserttisch gleich viel interessanter. Mir gefällt die Idee, verschiedene kulturelle Elemente in unser Menü zu integrieren. Ich auch. Es ist eine fantastische Möglichkeit, Vielfalt zu feiern und neue Geschmäcker zu genießen. Machen wir eine Liste mit den Dingen, die wir vorbereiten möchten und die wir von anderen mitbringen lassen sollten. Gut gedacht. Ich bin gespannt auf die kreativen Möglichkeiten. Gemeinsam kreieren wir ein Desserterlebnis, das jeder in Erinnerung behalten wird. Lektion 16. Reisewünsche. Frankreich, Italien und Griechenland stehen ganz oben auf meiner Liste der Länder, die ich besuchen möchte. Jedes dieser Länder hat seinen einzigartigen Charme und seine reiche Geschichte. Das sind fantastische Möglichkeiten. Die Kunst, Kultur und Küche dieser Länder sind wirklich faszinierend und es lohnt sich, sie zu erkunden. Absolut. Ich kann mir schon vorstellen, wie ich durch die Straßen von Paris schlendere, köstliches Gebäck genieße und die Atmosphäre aufsauge. Das klingt wunderbar. Italiens atemberaubende Landschaften und historische Sehenswürdigkeiten ziehen mich auch an. Ich möchte die Schönheit der Toskana erleben. Ja. Und vergessen wir Griechenland nicht, die antiken Ruinen und wunderschönen Inseln sind wie aus einem Traum. Genau. Jedes dieser Reiseziele bietet eine einzigartige Mischung aus Erlebnissen, die unser Verständnis für verschiedene Kulturen bereichern können. Ich denke, wir sollten anfangen, gemeinsam eine Reise zu einem dieser Orte zu planen. Es wäre das Abenteuer unseres Lebens. Dem kann ich nur zustimmen. Diese Länder gemeinsam mit einem Freund zu erkunden, würde die Reise noch unvergesslicher machen. Lassen Sie uns ein paar Ideen sammeln und die beste Reisezeit herausfinden. Ich kann es kaum erwarten, dieses Abenteuer zu beginnen. Lektion 17. Gefragte Qualifikationen. Gibt es für die Stellen, die uns interessieren, bevorzugte Qualifikationen? Ich habe überlegt, welche Fähigkeiten uns einen Vorteil verschaffen könnten. Ein Abschluss in Informatik wird oft sehr geschätzt, insbesondere in technischen Bereichen, in denen Programmieren unerlässlich ist. Das macht Sinn. Angesichts des rasanten technologischen Fortschritts kann eine solide Informatikgrundlage viele Türen öffnen. Auf jeden Fall. Arbeitgeber suchen zunehmend nach Kandidaten, die über eine Kombination aus technischen Fähigkeiten und praktischer Erfahrung verfügen.
Ich bin davon überzeugt, dass praktische Erfahrungen durch Praktika oder Projekte unsere Beschäftigungsfähigkeit auf diesem wettbewerbsintensiven Arbeitsmarkt erheblich verbessern können. Ja. Es ist wichtig, nicht nur Wissen zu demonstrieren, sondern auch die Fähigkeit, diese Fähigkeiten in realen Situationen effektiv anzuwenden. Ich denke, dass Networking ein weiterer entscheidender Aspekt ist. Der Aufbau von Kontakten in der Branche kann zu wertvollen Möglichkeiten führen. Auf jeden Fall. Die Teilnahme an Workshops, Konferenzen und Meetups kann uns helfen, unser berufliches Netzwerk zu erweitern und von anderen zu lernen. Ich freue mich darauf, diese Möglichkeiten zu erkunden und die Fähigkeiten zu erwerben, die wir brauchen, um in unseren gewählten Berufen erfolgreich zu sein. Lektion 18: Küchenutensilien. Ich tendiere zu einem hochwertigeren Toasterofen. Ich glaube, dass die Investition in hochwertige Geräte mein Kocherlebnis wirklich verbessern kann. Das klingt nach einer guten Wahl. Gibt es Funktionen, auf die Sie bei der Auswahl besonders achten sollten? Auf jeden Fall. Ich denke, mehrere Kocheinstellungen wie Backen, Grillen und Toasten würden mir mehr Flexibilität in der Küche geben. Ich stimme zu. Diese Optionen ermöglichen eine größere Auswahl an Gerichten, vom einfachen Snack bis zur kompletten Mahlzeit. Ja, und ich möchte auch einen mit einem guten Fassungsvermögen finden, damit ich größere Mahlzeiten oder mehrere Dinge gleichzeitig zubereiten kann. Das ist eine clevere Idee. Es kann wirklich Zeit sparen, besonders wenn man Gäste bewirtet oder das Essen für die Woche vorbereitet. Ich denke auch, dass ein eingebauter Timer und eine automatische Abschaltfunktion für zusätzlichen Komfort und Sicherheit großartig wären. Absolut. Diese Funktionen sorgen dafür, dass das Essen nicht anbrennt und Sie die Maschine einfach einstellen und für eine Weile vergessen können. Ich bin froh, dass wir darüber sprechen. Ihre Erkenntnisse helfen mir wirklich dabei, meine Optionen einzugrenzen. Lektion 19: Einkaufsvorbereitungen. Alles klar. Los geht's. Ich denke, es ist wichtig, alles fertig zu haben, bevor wir in die Läden gehen. Oh, und vergessen Sie nicht, Ihre Einkaufsliste mitzubringen. Sie hilft uns, den Überblick zu behalten und Impulskäufe zu vermeiden. Absolut. Eine Liste macht das Einkaufen viel einfacher und ermöglicht es uns, uns auf das zu konzentrieren, was wir brauchen. Ja, und es verhindert, dass wir wichtige Dinge vergessen, insbesondere wenn wir für ein bestimmtes Rezept oder einen bestimmten Anlass einkaufen. Dem kann ich nur zustimmen. Außerdem ist es befriedigend, Dinge abzuhaken, sobald wir sie finden, das gibt einem das Gefühl, etwas erreicht zu haben. Genau. Und wenn wir genau wissen, wonach wir suchen, fällt es uns auch leichter, unser Budget einzuhalten. Das ist ein guter Punkt. Ich möchte sicherstellen, dass wir unseren Einkaufsbummel optimal nutzen, ohne zu viel auszugeben. Ja. Lass uns unsere Liste noch einmal durchgehen, bevor wir gehen, damit wir nichts Wichtiges vergessen. Ich freue mich schon auf unser Shopping-Abenteuer. Lasst uns gemeinsam beim Einkaufen für viel Spaß sorgen. Lektion 20: Lieblingsgerichte kochen. Was kochst du am liebsten? Ich habe in letzter Zeit mit neuen Rezepten experimentiert und es hat viel Spaß gemacht. Ich liebe es auch, mit neuen Rezepten zu experimentieren. Ich glaube, mein Lieblingsgericht ist selbstgemachte Pasta. Es ist so befriedigend, sie von Grund auf selbst zu machen. Das klingt fantastisch. Pasta selbst zuzubereiten muss ein lohnendes Erlebnis sein, besonders mit frischen Zutaten. Das ist es wirklich. Die Konsistenz und der Geschmack von hausgemachter Pasta sind unschlagbar und Sie können sie mit so vielen verschiedenen Saucen kombinieren. Das kann ich mir vorstellen.
Ich wollte schon immer mal versuchen, frische Soßen dazu zuzubereiten, zum Beispiel eine traditionelle Marinara-Soße oder eine cremige Alfredo-Soße. Das sind tolle Optionen. Ich denke, ein frisches Basilikumpesto wäre auch eine köstliche Option, die man in Betracht ziehen sollte. Das klingt köstlich. Ich liebe die Vielseitigkeit von Pasta, man kann mit nur wenigen Zutaten so viele verschiedene Gerichte zubereiten. Genau. Außerdem ist Kochen eine fantastische Möglichkeit, durch verschiedene Rezepte neue Aromen und Kulturen kennenzulernen. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Lass uns bald einen Kochtag planen. Wir können gemeinsam leckere Gerichte zaubern und unsere Lieblingsrezepte austauschen. Lektion 21: Sonnenlicht für Pflanzen. Also gut, ich werde für die Pflanzen einen sonnigen Platz in meiner Küche suchen. Bei viel natürlichem Licht gedeihen sie wirklich gut. Das ist eine tolle Idee. Ein eigener Platz trägt dazu bei, dass sie gesund und munter aufwachsen. Auf jeden Fall. Ich überlege auch, welche anderen Dinge wir brauchen, um unseren Pflanzen eine gemütliche Atmosphäre zu verleihen. Ja, wir könnten darüber nachdenken, ein paar dekorative Töpfe oder sogar einen kleinen Pflanzenständer zu besorgen, um sie hervorzuheben und ihre Schönheit zu präsentieren. Ich liebe diese Idee. Sie wäre nicht nur praktisch, sondern würde auch der Kücheneinrichtung eine schöne Note verleihen. Genau. Pflanzen können einen Raum wirklich zum Leben erwecken, und in attraktiven Gefäßen wirken sie noch ansprechender. Darüber hinaus kann die Pflege von Pflanzen ein lohnendes Hobby sein und dazu beitragen, unsere Umwelt und die Luftqualität zu Hause zu verbessern. Ja. Es ist eine Win-Win-Situation. Wir können schönes Grün genießen und gleichzeitig zu einem gesünderen Lebensraum beitragen. Ich bin gespannt, wie Sie an Ihrem neuen sonnigen Platz gedeihen. Lasst uns einen Plan schmieden, um die perfekten Pflanzen für den Anfang zu finden. Lektion 22: Rechtsbeistand. Wenn sich jemand keinen Anwalt leisten kann, muss das Strafgericht ihm einen Anwalt zur Verfügung stellen, der ihn vertreten kann, und so eine faire rechtliche Betreuung gewährleisten. Dies ist ein wichtiger Aspekt unseres Rechtssystems. Jeder Mensch hat Anspruch auf Zugang zu angemessener Vertretung, unabhängig von seiner finanziellen Situation. Genau. Pflichtverteidiger spielen eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung der Gerechtigkeit, insbesondere für Personen, die andernfalls benachteiligt wären. Ja, und es ist wichtig, sich der Herausforderungen bewusst zu sein, denen sie gegenüberstehen, da Pflichtverteidiger oft mit einer hohen Fallbelastung und begrenzten Ressourcen konfrontiert sind. Ich bin davon überzeugt, dass das Eintreten für eine bessere Finanzierung und Unterstützung der öffentlichen Verteidigung zu einem gerechteren Rechtssystem führen kann. Auf jeden Fall. Für die Wahrung der Gerechtigkeit in der Gesellschaft ist es von grundlegender Bedeutung, jedem die Chance auf ein faires Verfahren zu geben. Es handelt sich um ein komplexes Thema, doch um Vertrauen in unsere Rechtsinstitutionen aufzubauen, ist es von entscheidender Bedeutung, diese Ungleichheiten anzugehen. Ja, und wenn wir das Bewusstsein für diese Herausforderungen schärfen, können wir mehr Menschen dazu ermutigen, Reformen und Verbesserungen zu unterstützen. Ich bin froh, dass wir darüber diskutieren. Es ist wichtig, die Nuancen unseres Rechtssystems zu verstehen und zu wissen, wie wir zu positiven Veränderungen beitragen können. Lektion 23: Ereigniserfüllung. Es ist sehr erfüllend, an Veranstaltungen teilzunehmen, die unseren Leidenschaften und Interessen entsprechen, finden Sie nicht? Das ist großartig. Was führt Sie zu dieser Veranstaltung? Ich glaube, dass die Teilnahme an solchen Treffen unser Leben erheblich bereichern kann. Ich bin hierher gekommen, um mehr über nachhaltige Lebensweisen zu erfahren und Kontakte zu Gleichgesinnten zu knüpfen, denen die Umwelt am Herzen liegt. Das klingt spannend. Es ist wunderbar, sich mit anderen auszutauschen, die ähnliche Werte und Ziele teilen und so ein Gemeinschaftsgefühl fördern. Genau.
Ich freue mich auf den Austausch und darauf, neue Praktiken zu entdecken, die ich in meinem eigenen Leben umsetzen kann. Ja, und ich finde es inspirierend zu sehen, wie gemeinsame Anstrengungen zu bedeutsamen Veränderungen in unseren Gemeinschaften führen können. Dem kann ich nur zustimmen. Solche Ereignisse motivieren uns, aktiv zu werden und die Welt um uns herum positiv zu beeinflussen. Auf jeden Fall. Lasst uns das Beste aus unserer Zeit hier machen und jede Gelegenheit nutzen, gemeinsam zu lernen und zu wachsen. Ich bin begeistert. Ich glaube, dass wir uns durch den Austausch unserer Erfahrungen gegenseitig zu nachhaltigen Veränderungen inspirieren können. Lektion 24: Reiseplanung im Voraus. Es ist eine gute Idee, im Voraus zu buchen, insbesondere während der Hochsaison im Sommer, wenn die Reisenachfrage hoch ist. Auf jeden Fall. Eine frühzeitige Planung kann Ihnen viel Stress ersparen und möglicherweise bessere Preise für Unterkünfte und Flüge sichern. Ja, und es ermöglicht uns auch, aus mehr Optionen auszuwählen und so sicherzustellen, dass wir die perfekte Lösung für unsere Anforderungen finden. Genau. Außerdem haben wir so mehr Zeit, unser Reiseziel zu erkunden und zu erkunden, was das Reiseerlebnis noch bereichernder macht. Ich stimme voll und ganz zu, die Vorfreude auf eine Reise kann genauso schön sein wie die Fahrt selbst. Ja. Und da alles gebucht ist, können wir uns ganz auf unsere Auszeit konzentrieren, ohne uns um Last-Minute-Arrangements kümmern zu müssen. Ich freue mich schon darauf, unser nächstes Abenteuer zu planen. Schauen wir uns bald unsere Optionen an. Auf jeden Fall. Je früher wir starten, desto spannender wird unsere Reise und desto unvergesslicher werden die gemeinsamen Erinnerungen. Ich kann es kaum erwarten. Lasst uns diese bevorstehende Reise zur besten aller Zeiten machen. Lektion 25: Niederschlag und Vegetation. Aufgrund der hohen Niederschlagsmenge ist dieses Gebiet mit dichter, üppiger Vegetation bedeckt, die eine wunderschöne und lebendige Umgebung schafft. Absolut. Der reichliche Regen fördert ein reiches Ökosystem, das eine vielfältige Pflanzen- und Tierwelt beherbergt. Ja, und ich finde es faszinierend, wie diese üppige Vegetation zur allgemeinen Gesundheit der Umwelt beiträgt und die Luftqualität und Artenvielfalt verbessert. Genau. Es erinnert uns daran, wie eng alles miteinander verbunden ist und wie wichtig der Schutz dieser natürlichen Lebensräume ist. Ich bin davon überzeugt, dass der Schutz dieser Gebiete für zukünftige Generationen von entscheidender Bedeutung ist, damit sie die Schönheit und die Vorzüge der Natur genießen können. Auf jeden Fall. Es ist inspirierend zu sehen, wie Gemeinschaften zusammenkommen, um sich für Naturschutz und nachhaltige Praktiken einzusetzen. Ich freue mich darauf, diese Gegend weiter zu erkunden. Lass uns eine Wanderung planen, um die atemberaubenden Landschaften und vielfältigen Ökosysteme voll und ganz zu genießen. Das klingt perfekt. Ich kann es kaum erwarten, in die Natur einzutauchen und die Schönheit zu erleben, die der Regen hervorbringt. Ja. Wir möchten unsere Natur wertschätzen und schützen und gleichzeitig all ihre Wunder genießen. Lektion 26: Attraktionen und Aktivitäten. Das ist ein kluger Schachzug. Gibt es bestimmte Attraktionen oder Aktivitäten, die du während unserer Reise unternehmen möchtest? Ich möchte mir unbedingt die historischen Stätten vor Ort ansehen. Es kann so bereichernd sein, etwas über die Kultur und Geschichte eines Ortes zu lernen. Das klingt super. Ich interessiere mich auch für Naturpfade und Parks, das ist eine wunderbare Möglichkeit, die natürliche Schönheit der Gegend zu erleben. Ja, und wir können einige Outdoor-Aktivitäten wie Wandern oder Radfahren genießen, was eine tolle Möglichkeit wäre, auf Reisen aktiv zu bleiben. Auf jeden Fall.
Ich finde auch, wir sollten uns Zeit nehmen, um in einem Café oder Restaurant zu entspannen und die lokale Küche richtig zu genießen. Das ist eine fantastische Idee. Das Erleben der lokalen Gastronomieszene kann ein Höhepunkt jeder Reise sein. Genau. Es geht darum, in die Kultur einzutauchen und das Beste aus unserem gemeinsamen Abenteuer zu machen. Ja. Lass uns eine Liste mit den Attraktionen erstellen, die man unbedingt sehen und den Gerichten, die man unbedingt probieren muss, damit wir nichts verpassen. Ich freue mich schon sehr auf die Planung dieser Reise. Es klingt nach einem unvergesslichen Erlebnis voller Erkundungen und Entdeckungen. Lektion 27: Frühmorgendliche Abreise. Ich denke, es ist eine gute Idee, früh aufzubrechen. Sobald wir unser Ziel erreicht haben, haben wir mehr Zeit, die Gegend zu erkunden. Auf jeden Fall. Ein früher Start hilft uns, Staus zu vermeiden und den Tag optimal zu nutzen. Ja, und es gibt uns die Möglichkeit, uns einzurichten und vielleicht sogar ein gemütliches Frühstück zu genießen, bevor wir auf Entdeckungstour gehen. Ich stimme zu. Ein ruhiger Morgen kann einen positiven Ton für den Rest des Tages setzen und unser Reiseerlebnis angenehmer machen. Darüber hinaus können wir durch die frühe Ankunft alle lokalen Attraktionen nutzen, die möglicherweise ebenfalls früh öffnen. Genau. Ich finde, das ist eine tolle Möglichkeit, unsere Zeit optimal zu nutzen und sicherzustellen, dass wir nichts Spannendes verpassen. Ich freue mich auf unsere Reise. Lass uns alles Nötige einpacken und vorher gut schlafen. Ja. Gut ausgeruht zu sein gibt uns Energie und ist bereit für unser Abenteuer. Ich kann es kaum erwarten. Auf eine fantastische Reise voller Entdeckungen und unvergesslicher Erinnerungen. Lektion 28: Wichtige Küchengeräte. Ich habe darüber nachgedacht, meine Küchengeräte aufzurüsten und tendiere zu einem hochwertigeren Toasterofen. Haben Sie Empfehlungen? Das klingt nach einer tollen Idee. Ein hochwertiger Toasterofen kann Ihr Kocherlebnis deutlich verbessern, besonders wenn Sie gerne backen oder braten. Genau. Ich möchte unbedingt einen Topf mit nützlichen Funktionen wählen, wie zum Beispiel mehreren Kocheinstellungen und ausreichend Platz für größere Mahlzeiten. Das sind hervorragende Punkte. Verschiedene Einstellungen ermöglichen vielfältige Kochmöglichkeiten, egal ob beim Toasten von Brot oder beim Backen eines kleinen Auflaufs. Ja, und ich denke auch, dass ein eingebauter Timer und eine automatische Abschaltfunktion für zusätzlichen Komfort und Sicherheit sinnvoll wären. Auf jeden Fall. Diese Funktionen verhindern ein Überkochen und geben Ihnen die Sicherheit, während Sie in der Küche mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen. Ich bin froh, dass wir darüber sprechen. Ihre Erkenntnisse helfen mir, meine Optionen einzugrenzen und eine fundiertere Entscheidung zu treffen. Ich helfe Ihnen gerne. Lassen Sie uns nach einem suchen, das nicht nur Ihren Kochbedürfnissen entspricht, sondern auch zu Ihrer Kücheneinrichtung passt. Das ist eine tolle Idee. Ich freue mich darauf, den perfekten Toasterofen zu finden, der das Kochen angenehmer und effizienter macht. Lektion 29: Wichtiges zur Einkaufsliste. Also gut. Los geht's. Ich freue mich schon darauf, mit unserem Einkaufsbummel zu beginnen. Oh, und vergessen Sie nicht, Ihre Einkaufsliste mitzubringen. Sie ist wichtig, um organisiert zu bleiben und sicherzustellen, dass wir alles bekommen, was wir brauchen. Absolut. Eine Liste hilft uns, konzentriert zu bleiben und verhindert, dass wir ziellos durch die Gänge wandern, was zu Impulskäufen führen kann. Ja, wenn wir keinen Plan haben, können wir uns leicht von all den bunten Auslagen und verlockenden Produkten ablenken lassen. Dem kann ich nur zustimmen. Außerdem sorgt eine Liste dafür, dass wir keine wichtigen Dinge vergessen, insbesondere wenn wir für ein bestimmtes Rezept einkaufen.
Genau. Nehmen wir uns vor der Abreise ein paar Minuten Zeit, um unsere Liste durchzugehen, damit wir bestens vorbereitet sind. Gute Idee. Ich freue mich schon auf unseren Einkaufsbummel und darauf, alle Zutaten zu finden, die wir brauchen. Ich auch. Lasst uns gemeinsam ein schönes Erlebnis daraus machen und unsere Vorräte für das bevorstehende köstliche Kochen zusammensuchen. Ja, und wer weiß, welche lustigen Überraschungen wir dort finden. Lektion 30: Kulinarische Leidenschaften. Was kochst du am liebsten? Ich habe in letzter Zeit neue Rezepte ausprobiert und genieße es, in der Küche kreativ zu werden. Ich liebe es auch, mit neuen Rezepten zu experimentieren. Mein Lieblingsgericht ist selbstgemachtes Risotto. Es ist so cremig und wohltuend. Das klingt köstlich. Risotto zuzubereiten erfordert zwar etwas Geduld, aber das Endergebnis ist bestimmt unglaublich lohnend. Das ist es wirklich. Durch langsames Hinzufügen von Brühe und Rühren entsteht eine wunderbare Konsistenz, die Sie mit verschiedenen Zutaten individuell gestalten können. Das kann ich mir vorstellen. Was fügst du deinem Risotto gerne hinzu, um es einzigartig zu machen? Normalerweise gebe ich gerne saisonales Gemüse und eine Prise Parmesankäse hinzu, um dem Gericht eine besondere Cremigkeit zu verleihen. Das veredelt das Gericht. Das klingt fantastisch. Ich wollte mich schon lange mal an Risotto versuchen, vielleicht können wir es ja mal zusammen kochen. Das würde mich freuen. Gemeinsames Kochen macht richtig Spaß und wir können nebenbei Tipps und Tricks austauschen. Ja. Lass uns einen Kochtag planen, an dem wir alle Zutaten sammeln und ein köstliches Essen von Grund auf zubereiten können.